Der Christian kommt aus Worms und fährt mit deutschen Reisebussen nach Übersee. Und das ist so sensationell, dass ich sage, warum nimmt er hier so einen Setra zum Beispiel oder irgendeinen anderen, schifft die Leute oder fliegt die Leute nach Amerika und fährt die dann mit deutschen Reisebussen durch Amerika, obwohl die Amerikaner ja auch ganz viele Busse haben. Christian, du machst das Ganze schon wirklich sehr lange, kommst aus Worms und nimmst deutsche Reisebusse mit nach Amerika. Die stehen in Amerika. Warum? Ja, es hat begonnen, wie wir die Firma übernommen haben, 99 von den Eltern. Und da war dann 2000 das 25-jährige Jubiläum. Und da hatten wir die Chance, unseren eigenen Bus zu verschiffen von Bremerhaven nach Baltimore. Und der Vorteil ist halt beim eigenen Bus, beim deutschen Bus, du hast 2 Türen. Ja, die Amerikaner haben ja nur eine Tür. Die haben nur eine Tür? Die haben nur eine Tür, genau. Ja. Und haben halt, die Klimaanlage ist entweder an, auf 18 Grad oder aus. Und da ist immer, auf Deutsch gesagt, sehr, sehr kalt. Ist das wirklich so in Amerika? Ja, ja, die haben nur eine Tür, und zwar aus versicherungstechnischen Gründen. Und dafür müssen die sogenannte Pull-out-Fenster haben, die man rausdrücken kann. Okay. So, jetzt nimmst du hier so einen Bus ja nicht selber mit jedes Mal, sondern die stehen schon drüben, oder? Ja, genau. Also wir haben einen Partner drüben, der hat 3 in den USA und einen in Südamerika. In Nordamerika sind es Setras, so wie der, nur einstöckig halt. Und in Südamerika ist es ein Neoplan. Also nochmal, du hast deutsche Busse, Neoplan und Setra, ja. Made in Germany. Jawohl. So, der ist ja auch Made in Germany. Invest hier rund 500.000 netto, sagst du, plus die Küche. Die kostet wie viel, die Küche? Das waren 70.000 nochmal extra. 70.000? Die wurde danach eingebaut? Ja, oder? Ja, Sonderbau. So, ich zeige euch das mal gerade, wenn du gerade mal mit mir mitkommst. Das ist ein Setra, hier vorne ist er. Da stelle ich mir immer vor, wenn ich da oben sitze und fahre irgendwie nach Polen, bin ich letztes Mal gefahren, wenn man da mal so einen Brückenpfeiler trifft und so weiter. Aber die sind ja jetzt in Amerika ein bisschen tiefer, oder? Ja. Die haben tatsächlich auch Doppelstock, die Amerikaner drüben, aber wir haben einen einstöckigen Bus, da ist man dann flexibler von den Brückenhöhen. Okay, von den Höhen. Ja. Was ist denn da zulässig in Amerika, so an normalen Brücken? Die haben schon auch 4 Meter Doppelstockbusse, gerade im Fernlinienverkehr, aber die meisten Überlandbusse sind doch noch einstöckig. So, das ist die Creme de la Creme, wir gehen gleich mal rein. Was hat der jetzt drauf gehabt im Moment, der hier? Der hat 230.000 Kilometer. Also der ist gerade mal eingefahren? Sozusagen, ja. Der hat Hubraum? Oh, 12 Liter hat er noch. 12 Liter, eine mitlenkende Achse, Länge hier? 14 Meter. 14 Meter. Ja. Das darf man als Bus, gell? Genau. Im Gegensatz zum Wohnmobil dürfen wir 14 Meter haben. 14 Meter, das Wohnmobil darf 12 Meter. Es gibt ab und zu mal so Sonderwohnmobile, werden aber, glaube ich, nicht mehr zugelassen. Die haben dann tatsächlich mehr. Hier sieht man es auch. Du machst auch Kreuzfahrten? Ja, also 2002 haben wir begonnen mit der ersten Tour. Die Jungfernfahrt von der Norwegian Dawn, damals mit NCL. Von Southampton nach New York und hatten dann einen super Preis für die Transatlantik inklusive Flüge für 990 €. So, das hier sind so typische Dinge, die man hier sieht. Das ist das was hier unten? Links unten ist Copacabana, Brasilien. Und da warst du auch schon mit dem Bus? Nein, das nicht. Das war eine Kreuzfahrt. Das war eine Kreuzfahrt. Und hier? Was hier? Das ist eins unserer Lieblingsziele in Oberösterreich in Windischgarsten. Ein Picknick am Berg. Picknick am Berg. Sag mal, Busfahren, ist das was für Leute, die schon ein bisschen älter sind? Hauptsächlich? So war es eigentlich früher, ja, aber jetzt haben wir mittlerweile doch viele Umsteiger. Gerade diesen Sommer konnten wir ja Werbung machen, lieber im Bus sitzen als am Flughafen stehen. Und etliche Jüngere, sag ich mal, fahren erstmal eine Städtereise mit und lernen dann kennen, wie schön das ist, alles organisiert mit Stadtrundfahrt und so weiter. Und man sieht es ja hier am Bild, ne, das ist querbeet durchwachsen, das war ja auch in Rio de Janeiro. Das war hier. Das ist natürlich Amerika. Ihr fahrt wirklich mit dem deutschen Reisebus durch Amerika. Genau. Wir haben gleich eine PowerPoint mal vorbereitet, die werden wir gleich mal sehen, dass wir das Ganze mal besprechen können, wo es hingeht. Genau. Das hier ist meine Tochter, das war der Bryce Canyon 2016. Das war dann schon unsere 3. USA-Tour mit dem deutschen Bus drüben. So, der hat natürlich hier, dieser Bus, alles an Bord, was das Herz begehrt. Hat auch Liegesitze. Ja, ja. Also 4 Sterne Komfort mit großem Sitzabstand und im Unterdeck haben wir halt Bistrobereich und Oberdeck reine Fahrgastplätze. Der stand jetzt 2 Jahre, denn dich hat es auch hart getroffen während der Pandemie, oder? Ja, ja. So, das ist so. Jetzt geht es ja wieder voran? Ja, dieses Jahr war ganz gut, aber für nächstes Jahr ist schon vieles sehr gut gebucht, manches sogar schon ausgebucht. So, ich zeig's mal, Kilian in Worms. Die Leute kommen aus ganz Deutschland zu dir? Nee, wir sind mehr regional tätig, ich sag mal südlich so bis Mannheim, Speyer, die Gegend, oder nördlich so maximal Frankfurt, Mainzer Gegend. Im Moment. Das heißt, ich kann jetzt eine Reise buchen
Ich fliege rüber nach Amerika. Jawohl. Der Bus holt mich ab. Ihr habt das Hotel schon gebucht oder ist Schlafen im Bus? Nein, gibt es tatsächlich auch. Ja, da gibt es einen Veranstalter, die das machen. Aber bei uns geht es so los, man kommt mit dem PKW zu uns aufs Gelände, steigt dann in unseren Bus ein, Transfer zum Flughafen, der gemeinsame Flug rüber und drüben erwartet uns dann schon unser Reiseleiter mit dem deutschen Bus. Wichtig ist der Reiseleiter. Das heißt, da ist nichts dem Zufall überlassen. Gibt es da schon mal Leute, die ein bisschen aus der Reihe fallen in so einer großen Gruppe? Also die man ein bisschen den Zaun haben muss? Oder sind die alle lieb? Das hatte ich weniger. Also es kann mal sein, dass sich einer verirrt oder so, aber da haben wir überhaupt keine Probleme, noch nie gehabt. So, komm, wir schauen uns so einen Bus mal an. Der ist sensationell. Denn so ein Reisebus ist ja was ganz anderes wie ein Wohnmobil. Der muss funktionieren. Der steht auf einer Vollluftfeder, nehme ich an. Das ist die Küche. Ja. Die Bordküche ist schon ordentlich bei dir, oder? Ja, das ist die kleine Standardküche ab Werk. Und unsere große Sonderbauküche ist ja vorne dann. Die ist vorne, können wir uns mal angucken. Das hier sind so Komfortsitze. Das ist wie im ICE-Abteil so ein bisschen, oder? Ja, könnte man sagen so, ja. So, ist der leise, der Bus, wenn der fährt? Ja, sehr leise. Gut, der Motor ist ja hinten, oder? Der ist hinten zum einen, dann hast du ja noch einen Gepäckraum dazwischen. So, Also im Oberdeck überhaupt keine Fahrgeräusche. So, und hier, sag mal, es gibt Leute, die wollen nicht gegen die Fahrtrichtung sitzen, oder? Die Plätze werden sowieso nie verkauft im Unterdeck. Das sind reine Wechselplätze zum Essen, zum Kaffee trinken. Ach, Leute, kommen runter. Das hier ist praktisch so das Zugabteil mit Gastro. Für Restaurantbereich, das Bistro, genau. Sag mal, wenn du hier so eine Fahrt machst in Amerika, ist da auch so ein Bereich drin, Bistro-Bereich? Ja, in den USA, da haben wir eine Hecksitzgruppe drin, wo man sich dann während der Fahrt mal nach hinten verlustieren kann und mal ein Säckchen trinken oder dies und das. So, das heißt, hier komme ich runter. Ist das immer gut gebucht während deinen Reisen hier unten? Die ja das im Prinzip Kuchen und Kaffee essen? Ja, Kaffee und Kuchen weniger. Also zum Frühstück kriegt jeder Gast ein Begrüßungscroissant frisch gebacken. Wir haben einen Heißluftofen vorne und einen Kaffee, laden immer die Gäste ein. Und dann mal mehr, mal weniger. Also je nachdem, wie die Gäste gelaunt sind. Busreisen sind ja durchaus bezahlbar, oder? Ja, also dieses Jahr haben wir halt ein bisschen bluten müssen. Wir waren froh, dass die Gäste wieder gekommen sind, haben nicht die Preise erhöht, wobei sich ja der Preis von dem, wo wir standen, vom 1 Euro auf 2 Euro verdoppelt hat. Und für nächstes Jahr musste man halt ein bisschen anziehen dann. So, komm, wir gehen mal hoch. Ja. So, und das ist so die Bestuhlung. Ist die, ich war noch nicht oben, muss ich sagen. Mal hochgehen. Wir haben erstmal unten, die Bestuhlung ist schon sehr, sehr weit. Das heißt, die Leute können auch schlafen hier? Ja, theoretisch schon. Ja, man hat die Fußstützen unten und oben hast du deine Laserleuchten, die Belüftung, die Lautsprecher. So, Belüftung, Lautsprecher. Stehhöhe ist leicht eingeschränkt, so 1,85 Meter, so genau. Genau, aber genau durch die 2 Stockwerke, ja. gut, man steht ja nicht, man sitzt ja, oder? So sieht's aus, ja. So ist das. Hinten die Reihe, auch die ist getrennt. 2 Leute nebeneinander. Wenn du dich mal gerade hier reinsetzt. Jawohl. Mach mal bitte und dich mal ganz zurücklehnst. Aha, Moment. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit das zurückgeht. Ach, da kann man schon richtig liegen, oder? Warte, ich zeig das mal. Da ist er. Fußstützen hast du vorne nicht hier an dem. Hier hat man so eine feste Ablage. Und die werden runtergeklappt bei dir. So, da ist der Bus. Der ist schon ganz schön lang. Das heißt, insgesamt sind ungefähr wie viele Leute fahren hier mit? Im Oberdeck haben wir Platz für 58 in 4 Ständen Abstand. 58. Macht das Spaß, Busreisen? Ja, also man muss auch Spaß dran haben, sonst ist es schwierig. Schwierige Zeiten durchzustehen, sagen wir mal so. Es ist ja so, dass man wahrscheinlich auch lange fährt in Amerika. Oder sind das immer so Trips, so 2 Stunden? Wie lange ist Ja, das? die Frage hatten wir schon tatsächlich auch, weil wir die Kilometerangaben dabei haben. Und in der USA ist es so, du darfst mit dem Bus 120 fahren. Ja. Das heißt, die sind offen. Die Trucks fahren auch 120. Und man hat, sag mal, im Ballungsraum Los Angeles, San Francisco, wo es mal klemmt. Aber sonst sind die Freeways, Highways, da ist leer. Da sind 4, 5 Spuren. Und du fährst dann wie lange am Stück? Ja, 2,5 Stunden. Da gibt es ein Fotostopp oder ein kleines Picknick oder ein Einkehr. Und maximale Distanz ist mal 500 Kilometer. Aber wie gesagt, durch die höhere Geschwindigkeit. Macht das nicht so viel. Der fängt dann an zu saufen oder ist das in Amerika kein Problem wegen den Spritpreisen? Die sind ja mittlerweile auch teurer geworden, gell? Ja, die sind schon ein bisschen angezogen, aber ja, Logo, der Verbrauch ein bisschen höher, wobei die USA-Ausführungen ja andere Übersetzung haben. Der dreht ja nicht so hoch. Krass. 120? Gut, man fährt hier sowieso 100. Das wird recht genau gesehen in Deutschland. Das heißt, ich habe kaum einen Reisebus gesehen, der wesentlich schneller war wie 100. Ja, geht ja nicht. Sind Geht abgeregelt. Nicht. Abgeregelt? Abgeregelt, ja, elektronisch. Das okay. So, und da vorne ist dann, warte, ich zeige das mal gerade, da hat man Panoramablick, wenn man mal hier reingeht. Das ist fast wie ein Flugzeug hier, wenn man so will. Wir gehen auch gleich mal runter. Da vorne ist der Kindersitz. Du
bist mit 52, glaube ich, noch Vater geworden, oder wann? Ja, vor 2 Jahren, also im September 2020, haben wir nochmal unseren lieben Matteo bekommen. Sohn. Als ob du sonst nichts zu tun hast, ja. Ja, Busveranstalter, ihr seid wirklich die Gebeutelten gewesen in der Krise. Ja, war nicht einfach. Es war aber nachvollziehbar, dass die Leute erstmal nicht reisen konnten, oder damals? Ja klar, es wusste ja keiner, was kommt. Und dann gab es auch die Reiseverbote seitens der Regierung. Ne? Die Fernbusse durften fahren und die Linienzüge natürlich auch. Aber Reiseverkehr war komplett stillgelegt, fast 2 Jahre. So, komm, wir gehen mal runter. Denn hier vorne gibt es auch noch einen Ausgang. Da hat man, also ich zeig's nochmal. Ach, da ist ein Scheibenwischer dran. Okay, dass die Leute aber was sehen können. Also ich fand am Anfang den Platz vorne ganz spannend. Dann danach hat man sich schnell daran gewöhnt. Dann will man doch lieber 1, 2 im Prinzip weiter hinten. Ja, also es gibt Gäste, die wollen unbedingt in die erste Reihe und manche sagen, sie möchten es gar nicht, weil sie halt doch hautnah dabei sind. Ne? Bei Stadtrundfahrten und so. Ach so, stimmt. Seasighting Tours. Ja. So, das da vorne ist das Cockpit. Können wir mal gucken. So ein Reisebus, 14 Meter. Du sagst, der fährt sich wie ein VW-Bus für dich, oder? Ja, ich mache es ja schon einige Jährchen. Ne? Also Doppelstock fahre ich jetzt 20 Jahre und im Gesamten 30 Jahre. Da gewöhnt man sich dran einfach. So, da vorne ist eine Klingel. Warum? Das ist die Abfahrtsklingel. Das ist höflicher als Pfeifen. Da wird geklingelt und dann kommen sie alle gesprungen. So, und da ist ein Fahrtenschreiber, der ist auch in Betrieb? Ja, Logo, klar. Okay. Fahrer 1 und Fahrer 2 dann, ne? Ach, Lenkzeiten müssen auch eingehalten werden, gell? Das auf jeden Fall, ja. Das ist in den USA jetzt auch strenger, wie es früher war. Wie ich dann 2000 drüben war im ersten Bus, da hat man noch sogenanntes Logbuch gehabt. Da hast du deine Linien selber gezogen. Aber das ist jetzt auch vorbei. Komm, ich setze mich mal hier drauf, dass ich einmal hier im Reisebus saß. Der lenkt hinten mit? Ja, Logo. So, das heißt, der Wendekreis ist sehr kurz, oder? Geht? Sehr gut, ja. Mhm. So, die Klimaanlage, der hat auch eine Standklima? Standklima gibt es nicht, nee. Okay. Nur wenn der Motor läuft. Wenn der Motor läuft, wird klimatisiert, aber auch mit für die Leute hinten, oder? Ja, sowieso. Ja, das ist ja ein großer Klimakompressor, der hat 35 PS, was der schluckt von der Leistung. 35 PS? Ja. Kessbohrer, was ist hier für eine Maschine drin eigentlich? Mercedes. Mercedes. Ja. So, hast du Türen mit drin, da vorne ist ein digitales Display mit drin. Abstandstempomat geht auch, oder? Bei dem? Sowieso, ja. Das ist ja aus 2017, der hat es schon alles gehabt. So, also alle Sicherheitssachen, die es gibt. Da vorne ist ein Haar. Was heißt das Haar, das rote? Wo siehst du ein Haar? Das Haltestellenhaar. Ah, die Haltestellenbremse, genau, die man nochmal extra aktivieren kann. Der hat was ganz Tolles, der hat Luftfeder. Ja. Das heißt, man schwebt bei dem hier, oder? Ja, Fahrgefühl, also Fahrkomfort ist super. Ne? Wer vor dem Zweiachser mal auf den Dreiachser umgestiegen ist als Busfahrer, der merkt dann schon die Unterschiede. Okay. Die Verteilung vom Gewicht und die Wendigkeit vor allem. Die Wendigkeit und natürlich, wenn da mal ein Schlagloch kommt, das merkst du gar nicht, oder? Genau. Okay. Vielleicht ein klein wenig vorne, oder? Ja. Gab es schon mal einen Reifenschaden in deiner Zeit eigentlich jemals? Nee, nee. Noch nie, gell? Sehr robust. Also, was ich noch von meinem Vater gelernt habe, die Eltern sind leider schon früh verstorben, am Reifen sparen tut man nie. Ja. Weil auch jetzt in der Winterzeit, gehen wir immer auf Nummer sicher. Und wenn da kein runder Neuer da drauf ist, was ja sowieso nicht zu empfehlen ist für einen Reisebus, da fliegt auch keiner weg normalerweise. So, komm, wir machen mal zu. Die Tür, wie geht das? Ja. Tür schließen, Tür 1 und Tür 2 auch? Tür 2 auch, und dann geht hier die Kamera aus. So, Kamera geht aus, das heißt, du kannst da reinsehen, ob da jemand steht. Genau. Und zack. Die Tür ist zu. So, wir gehen mal hier vorne rein, das ist deine Küche. Ja. Du gehst mal bitte vor. Jawohl. Ja, das hier ist die Creme de la Creme, glaube ich, den du hier gekauft hast, oder? Ja, hat ein bisschen was gekostet, aber man kann viel mit anstellen. Ein Setra. Küche. Ja. So, das sieht aus wie ein Flugzeug hier so ein bisschen. Ja, das ist ja auch, der ist ja auch beim Lufthansa-Flieger drin, der Heißluftofen. Da werden dann Brötchen und Croissants gebacken oder auch mal eine Bratwurst oder. Und zieht auch Strom, oder was? Ordentlich. Ja, Logo, also im Stand sollte man den nicht verwenden. Im Stand sollte man den nicht Nur bei verwenden. laufendem Motor. So, da vorne ist der Kaffee. Dann ist da vorne eine Anzeige mit drin, eine Mikrowelle hast du mit drin. Ja. Das ist natürlich der Sonderbau, das geht alles direkt ins Geld, oder? Ja, sicher, du siehst ja die Trennwände hier, dann mussten oben die Klappen, dass man noch in die Service-Einrichtung kommt, für die Fiedler zu machen, mussten getrennt werden. Es ist ja nicht allein nur hier, sondern der Spannungswandler drin, dann haben wir hier noch einen großen Tiefkühlschrank. Wo ist der? Hier. Bin mal gespannt. Ach, da. Ja, den können wir bis auf minus 20 fahren. Mach mal auf.
So, ist wahrscheinlich nichts drin im Moment. Doch. Noch ein Rest von der letzten Tour. Ah, guck mal hier, Würstchen gibt's. Das ist ja stark. Das heißt, die Leute haben immer Spaß bei dir, oder? Ja. Okay. Die werden so richtig verwöhnt von meiner Frau. So, die fährt mit, deine Frau ab und zu? Ja, immer. Und der Sohn auch, ja, im Moment. Ja. Der Sohn fährt auch mit. Jawohl, der hat schon ein bisschen was gesehen mit seiner. So, wir werden gleich mal ein Video zeigen über Chile und Argentinien. Das machen wir jetzt nicht. Wir zeigen mal gerade ein anderes, denn das Coole ist, warte mal, ich starte mal gerade die andere PowerPoint, die wir haben. Das ist nämlich, und das mal gerade vorbereitet. Ich die mal ganz kurz hier rüberziehen, da reinmachen. Das ist eine neue. Und ich glaube, ich habe die hier zur Seite gelegt. Das ist USA, gell? Ja, So, genau. okay, dann machen wir die mal an. Und dann unterhalten wir uns mal ein bisschen über die USA. 15 Tage Highlights im Südwesten der USA. Ja, was die Leute kennen, sind Fahrten mit dem Camper. Das kennen die Leute. Das heißt, die fahren von A nach B. Hierbei ist es eine deutsche Reisegruppe im deutschen Reisebus mit einem deutschen Reiseführer. Ja. Das fängt an, das hier ist zum Beispiel jetzt eine Reise 25.08. bis 8.09. Ist die schon weg, die Reise? Oder? Nee, aber wir haben tatsächlich schon 24 Anmeldungen und bei 40 ist dann Schluss. Also die Mindestteilnehmerzahl ist schon zustande gekommen, also wird auf jeden Fall durchgeführt. Preis ungefähr? Oh, ich glaube 4,9, wenn es recht ist. 4,9. Da ist aber im Prinzip alles mit drin, der Flug auch schon? Oder? Der Flug ist mit drin und sogar auch Halbpension. Also nochmal, das Hotel ist mit drin, die Reise mit drin, der Flug mit drin, die Halbpension mit drin. Wer weiß mittlerweile, dass Flüge in die USA sind ja nicht mehr billig. Ja. Also ich habe es letztes Mal bezahlt, Florida, ich habe das Geld leider zurückbekommen, da war ja Sturm. Flug konnte nicht stattfinden, 1.700 € haben wir bezahlt pro Nase. Ja, und wir haben auch viele Ausflüge schon mit drin, das kommt ja dann später noch, dann sehen wir das. So, also 15 Tage Highlights im Südwesten, wenn du mal kurz weiterblätterst, sei mal so nett. Jawohl. So, man fliegt denn erstmal nach Los Angeles. Ja, genau, da geht's los, ja. So. Flugzeit ungefähr 10 Stunden? 10 bis 12, ja, je nach Windverhältnissen. So, Los Angeles, Loveland, Williams, Grand Canyon, Kayenta kenne ich jetzt nicht. Breeze Canyon. Der Bryce ist das Bryce gesehen haben. Ja, der ist da ganz spektakulär mit den roten Felsen. Also der gefällt mir persönlich am besten. Okay, das wollen wir gleich mal durchgehen. Also wenn ich das eine oder andere Wort mal ein bisschen schlechter ausspreche, ich bin ja halb Amerikaner, ich müsste eigentlich wissen, aber ich bin mit 5 Jahren hierher gekommen. Also das Englisch ist nicht viel besser als deins wahrscheinlich. Aber wenn ich in Amerika bin, dann kann ich groß aufwarten. Was ist das Schöne an Amerika, deiner Meinung? Ja, also für mich als Fahrer ist das entspannte Fahren drüben. Ne? Warum? Ist alles breiter? Oder? Es ist alles breiter und man hat viel Platz auf den Straßen und wenn man mal wirklich einen Truck überholen will, sofern man den kriegt und setzt den Blinker an und dann wird auch Platz gemacht und nicht ganz so hektisch wie in Europa, sagt man mal. Es ist hier, dass hier natürlich die Hauptstraße in Europa mit 2 Fahrspuren, teilweise 8, sage ich nur, die Autobahn 8. Das ist eigentlich ein Albtraum, das ist ja keine Autobahn, oder? Ja. Das ist leider so manchmal, wenn ich sehe, wie lange da gebaut wird. In Amerika, in den Großstädten hast du teilweise 6 Fahrspuren und mehr. Richtig. Ja. Und man hat in den Ballungsräumen noch die Buslane, das heißt, wo Fahrgemeinschaften dürfen die nutzen und halt mit dem Reisebus darfst du auf die Buslane gehen und dann am ganzen Stau vorbei. Okay, deutscher Bus, der ist da. Ist der jetzt am Laufen das ganze Jahr über, der deutsche Bus, oder was machen die in Amerika? Ja, die haben, also stationiert sind sie in Miami, die Busse. Und die meiste Saison, das meiste im Jahr sind die schon unterwegs, was halt von den Wetterverhältnissen geht. Ne? Im Winter kann man nicht durch die Rockies fahren, dafür setzt er die dann in Miami ein, so Südstaatentouren. Ich habe sowas noch nie gehört, im deutschen Reisebus durch Amerika, weil normalerweise bist du ja dann quasi mit auch normalen Menschen aus Amerika unterwegs im Bus. Das ist was anderes. Und du sagst, die Klimaanlage, ist das so wesentlich, dass die Leute sagen, sich da so beschweren? Ja, ich wollte es erst auch gar nicht glauben, aber dann, wie wir 2000 das erste Mal mit dem eigenen Bus drüben waren, da sind ja ständig US-Busfahrer gekommen zu mir und haben gesagt, wie ist das? Das ist ja eine zweite Tür. Und einer hat sich auf meinen Fahrersitz gesetzt und die Luftfederung ging hoch, der hat bald einen Herzinfarkt bekommen, das hat er alles gar nicht gekannt. Ach so, das kennen die gar nicht? Nein. Also die neueren jetzt mittlerweile schon, gell, aber die sind da ein bisschen noch... Die haben zwar schon ein paar moderne, das vom belgischen Hersteller, die verschiffen da und auch die Setras in USA-Version, aber es ist noch die Minderheit, sagen wir es mal so. Was ja
krass ist, dass LKWs zum Beispiel, die haben High-End-Ausstattung innen, haben Luftfeder, haben vollen Komfort, die Reisebusse nicht. Das ist solche Volvo, die Trucks, die ich da mal gesehen habe, das ist fast wie ein Reisebus innen für den Fahrer. Ja, aber es sind auch viel selbstfahrende Trucker, die Autos dann so ein bisschen aufschmücken und dann aufpimpen. Ja. Machen wir weiter, dass wir das mal sehen. Das ist der Reiseverlauf. Also es geht einmal, warte mal, ich ziehe mal ganz kurz meinen Weitwinkel ein bisschen auf, dann können wir das mal zeigen, denn das ist sensationell. Das ist der Bus. Das ist noch einer, der drüben ist, ja, aber wir haben dann den Setra, der müsste dann später kommen. Ich mache gerade mal eins weiter. Ja. So, jetzt hast du hier den Setra in USA-Ausführung. Sag mal, ist das ein Star in den USA, wenn irgendwelche Fahrer den sehen, also ja, Busfahrer? Schon auf jeden Fall. Allein schon das Händchen, was sie hatten bei der Top-Class da mit der Schwinge und die ich auch hier im Doppelstock habe, das sieht man ja sonst nirgendwo. Ne? Mhm. Stark. Das heißt, ich habe den deutschen Komfort mit drin. Ja. Internet, wie funktioniert das eigentlich? Ist das Bus ein Router drin oder wie ist das gelöst? Das hängt ein bisschen vom Empfang ab. Jetzt bin ich mir jetzt gar nicht 100% sicher, ehrlich gesagt, ob der einen Router hat. Aber du hast in jedem Hotel abends WLAN. Du hast abends WLAN. Man kann ja auch eine Flatrate buchen für Amerika. Genau. Geht ja auch. Eins weiter bitte. So, da mal reingucken. Dann sehen wir Los Angeles, Stadt der Engel. Da war ich schon ein paar Mal. Los Angeles ist so groß, dass du, glaube ich, 6 Stunden durchfahren kannst. Du bist immer noch in Los Angeles. So sieht es aus, ja, weil es auch ein bisschen Stau gibt und halt die Fläche der Stadt so riesig ist. Ja. Es gibt in Amerika keine Fußgängerzonen, das muss man wissen. Also es ist in den Großstädten nicht wie in Deutschland. Die Amerikaner, wenn die herkommen, die gehen erstmal in die Fußgängerzone, sind ganz erstaunt, dass es sowas gibt. Ja, die kennen das gar nicht, oder? Ja. Wobei New York jetzt ein bisschen am Umdenken ist. Die haben jetzt tatsächlich Fahrradspuren eingerichtet, wo natürlich die ersten New Yorker auf die Barrikaden sind, aber mittlerweile haben sie sich auch dran gewöhnt. Das ist so, aber so mal, ich sag mal, irgendwelche Häuser gucken in der Innenstadt und so, da gucken die Leute schon, dass man zu Fuß geht, das ist sehr ungewöhnlich. Was ist zum Beispiel zu sehen in New York? Ja, New York haben wir jetzt diesmal nicht dabei, ich habe das jetzt nur erwähnt wegen der Fußgängerangelegenheit und Radfahren. Und hier jetzt in L.A., was ist da zu machen? Ja, in L.A., da haben wir halt die Stadtrundfahrt und gehen nach Hollywood und im Prinzip ist es erstmal der Anlandepunkt und von da geht ja die Tour los und am Ende haben wir dann nochmal Hollywood und wohnen dann vor den Toren von Los Angeles. Das Hotel kommt dann am Ende direkt am Atlantik. Da ist ja eine Straße direkt unten am Atlantik, da war ich schon ein paar Mal. Da gibt es so ganz tolle Städte wie zum Beispiel Santa Barbara. Genau. Da fahrt ihr auch vorbei? Das kommen wir nachher hin, ja. In der PowerPoint. Zeig mal bitte. Das ist spannend. Palm Springs? Genau, ja. Wüstenoase, ist das schön, Palm Springs? Ja, es ist halt was Außergewöhnliches, ja, man muss es mal gesehen haben, würde ich sagen. Okay. Ja. Mal weiter. Okay. Ja, und dann halt die Western-Idylle kommt da hoch. Ne? Dann ist das fake, die Westernstadt, oder ist sie echt? Ja, es ist ja alles nur nachgebaut. Ja, genau. Ja, teilweise jetzt zum Beispiel Calico Ghost Town, das ist noch die Reste halt wieder aufgebaut, ja, kann man so sagen. Ganz andere Bäume als zu Hause, das sieht man hier. Ja. Das ist eine typische Wüste oder Steppe, was ist das? Ja, das ist der Nationalpark, Joshua Tree. Okay. Und da hat man dann ja Straßen wie im Film, klar. Ach so, die sind auch so gewölbt? Ja, klar. Okay. So, die fahrt ihr dann, die Leute steigen aus. Was mir aufgefallen ist in der Wüste, es ist unglaublich still in der Wüste. Wenn du das noch nie erlebt hast, machst du den Motor aus und du hörst gar nichts. Nee, das stimmt schon, ja. Das ist sensationell. Eventuell mal so ein Wind, der kommt, du siehst irgendwelche Sträucher, die mal fliegen, aber wenn der Wind auch nicht geht, du hörst nichts. Nee, da hast du recht, ja. Das ist ein ganz, ganz beklemmendes Gefühl, klar, wenn du da mit 20 Leuten unterwegs bist. Das sieht aus wie ein? Das sind die Erdhörnchen, die kommen teilweise zum Bus und lassen sich füttern. An den beliebten Stopps, da sind die schon an die Menschen gewöhnt. Sag mal, jemand, der noch nie jetzt in Amerika war, der vielleicht auch überhaupt nicht die Sprache spricht, ist das ein Problem in der Gruppe? Oder? Nee, für den ist ja genau, wenn er ein bisschen Angst hat vor der Sprache und sich allein ein Hotel zu suchen, ideal. Ne? Er steigt in Worms ein, wir fliegen rüber, gehen gemeinsam dann auf Tour und dann verlässt man sich voll und ganz auf uns und auf den Reiseleiter. Dazu kommen ja noch etliche Stadtführer dann in verschiedenen Städten. So, Stadtführer kommen noch dazu, haben wir verstanden. So, das ist Loveland. Ja. Nevada, ich guck mal gerade, wo wir sind. Da ist ein See, auch in der Nähe. Casino-Stadt, ja, der Lake Mojave, sieht man da oben. Da. Arizona, ja. Nevada und dann hier als Spielerparadies Colorado River. Aber wir kommen ja noch nach Las Vegas, da haben wir die schöneren und größeren Casinos. Was ist da zu machen abends? Die Leute gehen auch mal spielen, oder?
Teilweise schon, aber in Las Vegas haben wir einen organisierten Ausflug und fahren da mit dem drittgrößten Riesenrad der Welt. Das kommt jetzt gleich in der Präsentation. Cool. Ja, die lassen sich ja laufen was Neues einfallen, Las Vegas. Ja, es war lang das Größte und dann hat Dubai nachgelegt und noch irgendeins in Asien. Also mittlerweile ist es auf Platz 3 abgerutscht. Die Route 66, die ist ja nicht mehr in Betrieb im Moment, ja, oder? Es gibt nur noch so Teilstücke, die man halt fahren kann und der Rest ist ja dann für Freeways und Highways geopfert worden. Ja. Aber wir fahren noch die erhaltenen Stücke, die es noch gibt. So, das hier sind also ein paar Sachen sind noch da. Die berühmte Route 66. Du hast die Tour jetzt wie oft gemacht schon in Amerika? Also genau diese Runde haben wir jetzt so noch nicht durchgeführt. Wir haben die Coast to Coast schon 3-mal gemacht, sind dann praktisch in New York. Die erste war mit dem eigenen Bus von New York nach San Francisco, von San Francisco zurück nach New York. Ja, und die haben wir schon 3-mal gemacht, 2016 dann nochmal. Und jetzt haben wir uns hier mal nur auf den Westen konzentriert, da haben wir viel mehr Zeit für mehr Nationalparks und die ist nicht ganz so stressig wie die Coast to Coast. Weil bei der Coast to Coast fährst du 21 Tage einmal quer durchs Land und dann ist das schon. Ja, ich überlege, ob ich da mal mitfahre mit dir. Das wäre natürlich Family und Co. Man sieht das Ganze. Meine Frau steht ja total auf organisierte Reisen. Also die mag das gar nicht, wenn die abends nicht weiß, wo sie im Hotel ist. Bei euch ist alles organisiert. Die Hotels, wie sind die? Gut, ja. Also wir hatten bei der letzten Coast to Coast mal so eine kleine Holzlodge. Da waren die Leute erstmal so ein bisschen, ob das was taugt. Aber dann war da Country-Musik, also wie im Wilden Westen, wie man sich vorstellt. Lagerfeuer, oder? Genau. Und dann waren alle happy. So, machen wir weiter. So, dann sieht man hier alte Autos, die stehen auch so am Straßenrand. Ja, einfach. genau. Ja. Also mehr an so Rastplätzen halt, ne, so als mehr oder weniger Fotomotiv dann. So, eine alte Lok. Ja. Und traumhafte Straßenkreuzer. Die sieht man natürlich da überall. Das da ist jetzt ein Museum oder stehen die einfach so beim... Nee, der ist zum Verkauf. Da siehst du ja den Preis, $27.000 oder da hinten. Das war in irgendeinem Stopp mal aufgenommen. Ein Händler. Ein Händler, genau. Ja, und da sehen wir auch einen Bus wieder. Und es wird halt gern gemacht, da, wenn sofern kein PKW oder Laster kommt, dass man mal ein Bild macht auf der Straße von der Route 66. Ja, ob das so empfehlenswert ist. Ja, muss man halt aufpassen vorher. Ne? Cool Springs, das heißt Fahrdauer so 2-3 Stunden. Ich glaube, dass sich da auch so im Prinzip der ein oder andere auch mal anfreundet, oder? Mit jemandem, der da unterwegs ist. Also, dass da so während der Fahrt Freundschaften gebildet werden. Ja, sicher. Man sitzt ja jeden Tag zusammen im Bus, man sitzt abends beim Essen zusammen oder mittags beim Essen zusammen und dann unterhält man sich so, wo kommen Sie her oder wo kommst du her und dies und das. Ist morgens Frühstück? Frühstück ist inklusive und die Halbpension, also mittags oder abends essen. Okay. So, die Mutter aller Straßen, Mythos Route 66. Gibt man da meistens etwas schwerer weg von der Reise, als man gekommen ist? Vom Gewicht her, meinst du? Also nicht ganz so kalorienbewusst ist schon das Essen in den USA, aber wir haben oft Buffets und da kann man ja selber entscheiden, was man sich gönnt oder nicht. Ne? Wobei ein Buffet auch halt immer gefährlich ist, ne? Wenn einem dies und das gefällt. Seligman. Ja, Sigmaringen, da, ein paar deutsche Kennzeichen, Marburg. Ja. Also da waren schon ein paar. Ja. Berliner auch, Annaberg, das gibt es ja nicht mehr, das Kennzeichen. So, was ist da vorne? The Rusty Bolt, Arizona, Route 66, das ist alles Route 66. Die geht von eigentlich? Die genauen Teilstrecken kann ich mir sagen. Gut, das macht das Navi. Ja, genau. Ja, mittlerweile schon. Ja, 2000 war noch Landkartenlesen angesagt, als wir drüben waren. Das ist aber in Amerika einfacher wie in Deutschland, glaube ich, das Fahren. Also es gibt nur die großen Hinweise, Nord, Süd, Ost oder West. Und dann musst du halt wissen, wo du hin willst und wo die Himmelsrichtungen sind. Und halt die großen Städte muss man sich dann merken. Ja. Das kennt man in Deutschland gar nicht, das mit dem Nord-West, Süd. Also wenn die da ab und zu mal sagen in Filmen oder das war das letzte Mal, Google Maps hat zu mir gesagt, fahre nördlich. Und ich so, okay, wo ist denn jetzt genau Norden? Ja. Aber das ist, glaube ich, in Amerika ist das ganz normal. Oder? Ja. So, das ist so eine Reisegruppe? Genau, das war dann am Grand Canyon und da kommen jetzt schöne Aufnahmen vom Grand Canyon. Boah, ist das schön. Das heißt, insgesamt könnten jetzt noch 24 Leute mitfahren ungefähr? Ne, weniger. 16, 17? 16, ja. 16. Wenn das jetzt ein ganz großer Erfolg wird und sich jetzt viele Leute anmelden, würdest du noch eine Reise machen dieses Jahr? Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, wenn da was verfügbar ist, dann wird man auch noch einen Zusatztermin machen, ja. Okay. Also, wenn ihr sowas haben möchtet, du bist auch so ganz nett. Wir haben davor ein bisschen telefoniert und du bist extra nach Saarbrücken gekommen, um ein bisschen über die Reise zu erzählen, weil du gesagt hast, das ist so einmalig, mit dem deutschen Bus durch Amerika zu fahren. Das gibt es gar nicht mit einer deutschen Reisegruppe. Man startet in Deutschland und die Leute fühlen sich ganz wohl, oder? Ja, aufgehoben, vom Anfang bis zum Ende. Ne? So, Blick in den Grand Canyon. Ja, starten in der Mittagspause mal am Grand Canyon gemacht, wo wir
bei mir persönlich der Bryce Canyon besser gefällt. Da kommen nachher die Bilder. Das der rote? Ja, der rote, genau. Okay. Ja, da besteht auch die Möglichkeit, einen Hubschrauberflug zu buchen von Las Vegas aus. Preis, was kostet er? Oh, das kann ich dir nicht sagen. Okay. Aber ist es meistens so zwischen $200 und $300? Ja, mindestens. Also mindestens, also für so kurze Flüge. Ja. Da sieht man eine Talsperre, da war ich schon auf der. Das ist der Hoover-Staudamm, ja. Der Hoover, da war ich persönlich schon, stand auf dem Hoover-Staudamm. Ja. Ja. Da darfst du jetzt gar nicht mehr ohne Problem, also ohne Kontrolle mit beladenen Gästen und Koffern drüber fahren, weil es halt Angst habe vor Anschlägen. Da muss man alles ausladen, das heißt, man organisiert es anders, dass man dann entweder einen Flug dahin anbietet oder anders fährt. Okay, ist schade eigentlich. Also ich war sogar schon mal unten drin, habe mir das mal angeguckt. Ja, eine Besichtigungstour wird ja angeboten ab Las Vegas. So, das ist einer der größten Staudämme der Welt. Ja. Der ist wirklich riesig. Der versorgt auch, glaube ich, LA mit Las Vegas vor allem, Wasser. Aber haben auch mit dem Niedrigwasser zu kämpfen. Du siehst ja, wo er mal war. Ne? Ja. Das Helle. War mal viel höher. Ja, das ist immer ein bisschen das Problem. Was ist das? Colorado River, Grand Canyon. Ja. Die Leute, die dann kommen von der Reise, die sind meistens ziemlich geflecht von den Eindrücken. Ist das schwer zu verarbeiten eigentlich? Oder? Ja, man nimmt halt viel mit, ja, und wie wir das da, wie gesagt, 2000 das erste Mal gemacht haben, haben wir es im Jahr drauf gleich wieder wiederholt, weil so viel Ansturm war und alle wollten das nochmal erleben. Aber 2001 haben wir dann schon nicht mehr verschifft, weil das dann zu viel Aufwand ist, dann den Bus nach Bremerhaven bringen und die Zeit, wo er auf der Fähre ist, da fehlt er dir einfach. Ne? Warte mal, ich zeig mal Utah. Ja. Was natürlich interessant ist, ist natürlich auch für Leute, die vielleicht nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind. Ja. Man muss nicht so viel laufen, oder? Nee, weil im Grand Canyon haben wir mehrere Stopps, wo wir aussteigen. Und beim Bryce Canyon zum Beispiel gibt es einen oberen Halt und die Gäste, die laufen wollen, laufen runter zum nächsten Einstieg und die anderen, die nicht gut zu Fuß sind, bleiben halt einfach im Bus sitzen. So, Utah. Oh ja, das ist der Sonnenuntergang. Hast du selbst fotografiert oder war das hier so ein... Nein. Das hat ein Reiseleiter gemacht. Hat das gemacht? Ja. Aber im Prinzip solche Fotos machst du da, oder? Ja, sind möglich, ja. Okay. Monument Valley, das sind die Köpfe von den Leuten. Ja, also nicht nur an den Blitwitzer Seen, sondern auch in den USA sind Western gedreht worden. Okay. So, bitteschön. Was haben wir hier? Ja, nochmal ein Weitblick. Und jetzt kommt es zum Bryce Canyon, jetzt kommt das Highlight. Aber wenn du mir den nochmal kurz zeigst, den Weitblick, wenn du gerade einen Schritt zurück gehst, da links, guck mal hier unten, die Taste. Die da? Ja, genau. Mach nochmal zurück. Da. Man kann sich gar nicht, glaube ich, die Weiten vorstellen in Amerika. Also wenn man das sieht in Deutschland, da fährt man ja 5 Minuten, da kommt der nächste Ort. Ja. Hier kann man 2-3 Stunden durch die Wüste fahren, da kommt teilweise gar nichts, oder? Ja, ich kenne es auch von Erzählungen von meiner Cousine, die sagt, das ist nicht so weit weg, wir fahren nur so 3-4 Stunden in die nächste Stadt oder so. Ne? So, mal wieder Land, soweit das Auge reicht. So, okay, mach mal weiter. Ja. Wolltest du mal zeigen, denn Bryce Canyon, dein persönlicher Hit. Ja. Okay. Spektakuläre Zufahrt. Jawohl. Und das ist schon ein Highlight, ne? Man muss es halt live gesehen haben. Auf dem Bild kommt es nicht immer so gut rüber, wie wenn man live vor Ort ist dann natürlich. Ne? Und da werden auch immer so Touren angeboten, wo die Gäste durchreiten. Ist in der Wüste schon heiß tagsüber? Ja, also wenn wir dann zum Death Valley kommen nachher, dann schon, ja. Aber hier geht's noch. Da bin ich auch schon mal durchgefahren durchs Death Valley. Lebensmüde wie ich war mit dem Rental-Car, du hast ja keinen Empfang, das ist so, wenn da irgendwas passiert, du kannst da nicht mal eben Hilfe holen, nein. Das geht nicht. Nein. Da kommen wir auch noch dazu, wenn da Hitzewarnungen sind, da fahren wir auch nicht durch, da haben wir ein Alternativprogramm. Okay, mach mal. Unvergleich, ja, immer nach Bryce Canyon. Und da ist, wie gesagt, bei dem so, da hat man einen oberen Ausstieg, wo dann die Gäste laufen können und am unteren Einstieg dann wieder zusteigen oder respektive bleiben sie halt im Bus und steigen zweimal ein und aus. Felsformation, guck mal da oben der Kleine, wie der da so steht, wahrscheinlich ist es über Jahrmillionen, ist es. Ja, viele haben ganz falsche Vorstellungen von Amerika, also die sehen das immer nur so, irgendwelche, ich sag mal, Probleme in Schulen mit Schusswaffen und so, das wird oft hier gezeigt, die schönen Sachen, die kriegst du ja eher selten zu sehen, oder? Das stimmt schon, ja. Also was mir damals extrem aufgefallen war, als ich 2000 das erste Mal drüben war, da gibt es sogenannte Checkstation, wo dann große Fahrzeuge halten müssen, ne, zum Überprüfen vom Gewicht und dies und das. Und der da die Kontrolle gemacht hat, der hat so eine Eisenkralle gehabt an der Hand, statt eine Prothese, wie praktisch der Captain Hook. Und dann habe ich gedacht, aha, dann ist das Gesundheitssystem doch wohl nicht so ganz wie in Europa.
Ja, man kann da wählen natürlich, ob man die Hand wieder dran haben möchte oder den Haken. Ja. Also damals war das auch so, dass einer aus meiner Familie sich einen Daumen abgeschnitten hat. Der konnte den wählen mit Gefühl oder ohne. Ja. Das war ein Preisunterschied irgendwie von $6.000 oder so. Ja. Dass die Nerven wieder angenäht wurden. Ja, dann sieht man hier so ein bisschen Handarbeitskunst von den Indianern, die man da erwerben kann. Ja, und dann kommen wir zum Zion-Nationalpark schon. Es gibt ja viele Parks in Amerika. Ja, Ne? ja. Das war damals ein anderer Bus. Ja, auf den bin ich tatsächlich auch mal gespannt, weil den kenne ich jetzt selber auch noch nicht. Und natürlich Las Vegas wiederum kenne ich schon, ja. Ja. Da hatten wir bei der allerersten Tour sogar mal im, wie hieß das wieder, gegenüber von Venetian gewohnt. Und jetzt wohnen wir in Bellis, das liegt auch wunderbar direkt am Strip. Man kann abends spazieren gehen alleine, aber wir haben ja eine organisierte Abendtour, Lichterfahrt und die Riesenradtour schon im Preis inkludiert. Also muss man. Eine Radtour. Nein, Riesenradtour. Eine Riesenradtour, okay. Keine Fahrradtour. Das wäre ein bisschen zu Ich warm. habe verstanden, eine Riesenradtour. Nein. Ja. Okay. Im Excalibur hat man damals schon mal gewohnt, das ist mit den Türmchen. Da sieht man es gerade. Ja, die haben ja schon ganz verrückte Bauten. Ne? Das Venetian, oder da ist unseres, das Bellis. Und da meint man wäre in Venedig. Da war ich mal drin. Das ist so, dass die meisten Amerikaner wirklich sagen, ich fahre nach Las Vegas und sagen, ich brauche nicht nach Europa, weil ich war ja schon in Venedig und war schon in, was haben die noch da? Venedig, New York, Paris. Ägypten und sagen, ich brauche da nicht mehr hin, ich war ja schon mal da. Und das war so man fühlt sich aber wirklich wie in Venedig, nicht ganz, muss man sagen. Es ist aber ein Riesenzirkus für die Amerikaner. Ja, auf jeden Fall. Und man muss das gesehen haben, oder? Ja, die Amerikaner lieben ja sowas. Aber auch für uns Europäer ist mal schön zu sehen, was die da auf die Beine gestellt haben. Ja. Na, da haben wir jetzt Paris. Der Eiffelturm. Der ist eigentlich ein bisschen kleiner als das Original, ja. Ja, gut. Ja, dann die ganzen Lichtershows abends. Und da ist es drittgrößte mittlerweile. Das haben wir dann im Preis inklusive. 1 Tag, 2 Tage, wie lange seid ihr in Las Vegas? 2 Nächte Las Vegas. 2 Nächte. Ja. Okay. Die braucht man, glaube ich, auch. Ja, auf jeden Fall, sonst. Ein Riesending, oder? Das sieht schon gut aus, ja. Ach, du bist wirklich so hoch in dem Ding? Ja. Ausblick? Okay. Flamingo. Ja, das ist auch ein sehr bekanntes Hotel. Ja. In der Nähe von unserem Bellis. Und da haben wir nochmal einen Hoover-Staudamm. Da gibt es dann eine fakultative Tour, die man da buchen kann. Über die Agentur, wo man zu den Turbinen kommt, da zum Hoover-Staudamm. Ne? Da war ich drin, in Was den du gesagt Turbinen. hast, Ja, ja. genau. Hat man das Ganze angeguckt. Also man kann dann entweder einen Helikopterflug buchen für einen Grand Canyon oder diese Tour, die haben wir jetzt nicht inkludiert. Weil das zu verschieden ist. Die einen haben mehr Interesse für eine Staudammtechnik und für das Riesige, die anderen wollen lieber mit dem Hubschrauber fliegen. Ich komme mit der Tour, wenn ich die so buche, erstmal klar mit dem Preis oder ist da irgendwie Trinkgeld noch zu erwarten? Ja, das haben wir aber in der Ausschreibung vermerkt und auch im Internet von, ich meine, $3 oder $4 für einen Reiseleiter. Von Reiseleiter? Ja. Okay. So, dass der zusammen praktisch mit allen, die da zahlen, kommt der so ein bisschen auf seine Zahlen dann, oder? Genau, weil der Tipp ist ja halt bei den Amis ein Bestandteil vom Gehalt. Ne? Obwohl es jetzt, sagen wir mal, ein deutscher Reiseleiter ist, aber der Veranstalter ist ja auch drüben und dann wird das da auch so geregelt. Aber jetzt im Hotel, wie bei einer Kreuzfahrt, dass ich immer Trinkgelder zahlen muss und so? Nee, halt, ne, im Prinzip. Wenn man was geben will im Zimmermädchen, kann man es tun, aber wie gesagt, die Halbpension ist ja schon mit drin. Also wenn man da mal rausgeht, was isst, bitte aufpassen. Der Preis, der auf der Karte steht, ist nicht der Endpreis. Da kommen noch die Steuern drauf, da kommt noch Tipp drauf. Das charge manchmal, ja. Bis zu 50% mehr, als auf der Karte steht. Da muss man nicht dran gewöhnen. Ne? Ja. Ja, wenn man das nicht weiß und dann wird es ausgewiesen, da ist man schon erstmal geschockt. Ja. So, aber da ist man ja vorgescheut. Ja, durch das, dass wir die Halbpension im Preis haben. Und Ihr fahrt aber jetzt nicht irgendwie in den Laden rein, die Leute müssen irgendwas kaufen, Teppiche oder so? Nee.
Ich frage mal blöd, nee. Das hat aber nichts zu tun, oder? Nein. Es war ein Scherz. Ja, gut, die Leute könnten ja auf die Idee kommen, wo ist der Haken? Ja. Nee, weil es ist ja doch, wenn du guckst, da ist wahrscheinlich die Mehrwertsteuer mit drin bei euch in dem Preis. Ja, das sind allein schon 20%, die runtergehen, also 19%. Dann ist da denn auch was verdient für dich an der ganzen Tour? Am liebsten halt, wenn er voll ist, dann mit 38 oder 40 Personen. Dann geht's. Das ist am besten, ja. Aber das ist, glaube ich, auch ein schmaler Grat. Wenn du da fährst mit 24 und es geht los und der wird nicht voll, das ist ja dann auch doof, oder? Ich meine, die letzte Tour 2016, da waren wir 38, also... War voll? Ich denke schon, ja. Okay. Huber Staudamm, da ist es. Ich zahle die dann direkt oder wie funktioniert die Abrechnung, wenn ich das buche? Die Reise an sich? Ja. Das ist wie bei jedem Veranstalter 20% Anzahlung und der Rest dann 4 bis 6 Wochen vorher. Okay. So, Huber Staudamm. Das ist krass. Das habe ich gehört. Die Felsen, die wandern. Genau. So, wie das genau funktioniert, hat mir einer mal beschrieben an einem YouTube-Video. Ja. Habe ich mal gesehen, dass das irgendwie mit die... schon zu lange her, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber guck mal in YouTube rein, die wandernden Felsen. Echt? Ja. Ja, man sieht ja die Spur, ne? Aber wie es funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es ist der Wind. Also wahrscheinlich, ja. Der die irgendwie über Jahrzehnte transportiert. Irgendwie ist es. Weil so starke Ameisen gibt es, glaube ich, nicht. Nee. So, kilometerweit nur geradeaus. Ist wirklich so? Geradeaus Straßen? Ja, ja. Und dann ist das nicht blöd, einschlafen dann, wenn es immer nur geradeaus geht? Nee, man muss ja sowieso immer wachsam sein und das ist kein Problem. Okay. Jetlag bei dir? Hast du irgendwas? Ja, witzigerweise heimzu ist immer. Ja. Hinzu ist ja weniger, ne? Ja. Weil man mit der Zeit fliegt. So, kilometerweit nur geradeaus. Vertrockneter Salzsee, 94 Meter unter Meeresspiegel. Ja. Da war es mal feucht früher, oder? Ja, genau. Mhm. Und das ist dann die Alternative, falls da eine große Hitzewarnung ist, dann ist es sehr riskant, respektive teilweise auch verboten, durchs Death Valley zu fahren. Und dann haben wir die Geisterstadt Caligo Ghost Town dann als Alternative. Heißt, dort unten, wenn da jetzt eine Hitzewarnung ist, da reden wir schon über 50, 60 Grad? Ja, 45, 50 Grad, ja. 50 Grad, das ist für Leute schon belastend, oder? Hier im Bus, die Klima, die packt das in Amerika. Ja. Ist da immer so 22 Grad, oder? Ja, der Idealwert liegt bei 3, 24 Grad, sowas, ja. Und die Leute, die kriegen keinen Schock, wenn sie da rauskommen, oder? Nee. Ja, wenn man jetzt in die ganz heißen Regionen geht, kann man ja manuell ein bisschen hochfahren. Ja, genau. Okay. Geisterstadt Calico. Calico Ghost Town. Die Goldschiffe, das war eine ganz... Natürlich werden in so Dinge dann Bilder angeboten, dass man in Cowboy-Uniform sich da ablichten kann. Oder ich habe auch ein Wanted-Foto, wo man dann... Dead or Alive, ne? Sowas kann man da schon, wenn man da Lust hat, zu kaufen. Wie im Phantasialand, habe ich auch noch. Ja. Bloß in echt. Bloß in echt, genau. Ja, okay. Ja, und dann geht es schon Richtung Kalifornien. Ja, da sieht man ja, Weinbau ist da sehr stark, Obst am Bau. Ja. Du zeigst es gerade. Weinbau hat sehr stark aufgeholt. Kings Canyon National Park. Ja, jetzt kommen die Mammutbäume. Boah, ist eine schöne Tour, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon. Da. Die sind so groß, dass, glaube ich, 10 Leute den nicht umgreifen können. Ja, genau. 10 große Leute mit langen Armen schaffen das nicht. Nee, das sind bestimmt 15. So, da unten steht als Beweis, dass der Bus, man kann ja heute mit Photoshop alles machen, aber ihr seid wirklich mit dem deutschen Reisebus in Amerika. Ja, ja. Also ich habe auch noch alte Aufnahmen von meinen, die sind aus 2000, da hast du ja noch kein iPhone, noch nichts gehabt. Ne? Die Bilder sind natürlich nicht so hochauflösend, aber ich habe noch vor der Golden Gate oder auch in New Jersey gegenüber von den World Trade Centern also noch standen 2000. Der Christian. Ja, wie kam die Idee nach Amerika zu reisen mit dem eigenen Bus? Kam das irgendwann mal? Ja, wie gesagt, 1999 haben wir die Firma übernommen. Dann haben wir gesagt, wir müssen was Besonderes machen zum 25-jährigen Jubiläum. Die Reisen nach Amerika. Genau. Und dann haben wir das angegriffen und haben dann im Festhaus so einen Vorstellungsabend gemacht und da war die auch ruckzuck ausgebucht. Ich bin gleich mal gespannt. Wir werden ein zweites Video machen über Südamerika. Da haben ja viele Angst vor, also Ausrauben, irgendwas anderes. Da bietet sich ja so eine Gruppenreise geradezu an, oder? Ja, auf jeden Fall, weil unser Reiseleiter, der ist ein Chilene, der sich drüben auskennt. Da hat man keine gefährliche Gegend, wo man da umherspaziert alleine. So, San Francisco, wir kommen, Markthalle in der Bucht. Genau. Die Golden Gate. So, all das wird man sehen. Genau. Und die Gästen oder Zuseher in unserem Alter kennen ja auch noch die schöne Serie Die Straßen von San Francisco. Stimmt, mit dem Michael Douglas. Die Verfolgungsjagden, ne, wenn sie da die Straßen rumflitzen.
Und da haben wir auch da steht es ja, Cable Car im Preis auch inklusive schon. Achso, die fahren wir dann? Ja, ja. Okay. Da ist keiner überlegen, was mache ich nicht, haben wir es einfach inkludiert. Mhm. Da Das ist auch ein sein, Erlebnis. dass man hier unten ein bisschen warten muss, wie man das sieht. Ne? Das ist ganz normal. Aber die Bahn kommt da an, da sieht man da einen stehen und dann noch einen. Die werden mit Hand gedreht. Das ist keine elektrische Drehscheibe, sondern die schieben die drehen die da auf dem Wendekreis rum und dann geht es die andere Richtung hoch. Boah, sensationell. Das ist absolutes Erlebnis. Das geht sehr steil, oder? Auf jeden Fall, ja. Und innen drin ist ein Bremser, der hat ja so einen riesigen Hebel, mit dem man sich dann am Seil festhält. Und darf natürlich bergab nicht so schnell fahren, sonst setzen die Notbremsen ein. Okay. So. Ja, sieht man ja die Steigung hier. Ne? So, da geht's hoch. Da ist auch noch so eine Straße, die sich so windet. Ja, diese genau. Rose. Die habe ich jetzt, glaube ich, nicht hier drin. Ja. Es gibt so ein paar Sachen. Da war ich auch schon hier. Ja, Pier 39. Ja. Pier 39. Das ist ja ganz bekannt. Da haben wir auch Freizeit danach für die Gäste, individuell ein bisschen zu spazieren. Das gehört ja dazu. Also Pier 39 müsste gehen. Da war ich auch schon drin. Ja? Ja, genau da war ich schon drin. Vor 20 Jahren ungefähr. Ja. Da haben wir uns vielleicht gesehen. Ja, Alcatraz. Da war ich auch schon. Oh. Alcatraz, ja, Da sind da wir war nicht ich. drüber gefahren, da hat man keine Zeit. Das ist aber absolut sehenswert. Also wer die Filme kennt, Ausbruch von Alcatraz und so, ja. das ist komplett erhalten. Fährt man mit dem Boot rüber. Ist gar nicht teuer, muss man sagen. Kostet irgendwie $20 damals. Ja. So, aber einmal gesehen, da kann man sehen, wie die damals wohnten. Ja. Das ist der Blick auf San Francisco. San Francisco am Abend, Ja. genau, ja. Von der Insel. Die Fahrt in Amerika schon. Es gibt da viel zu sehen, wenn man aus dem Fenster guckt. Ja. Also da ist immer irgendwas, was man sieht. Wenn man die Stopps macht, ihr macht ja alle 2-3 Stunden einen Stopp. Was ist da zum Beispiel zu sehen auf so einer Reise, wenn man jetzt fährt? Ja, irgendeine Eine Sehenswürdigkeit. genau, Sehenswürdigkeit, bekanntes Städtchen oder halt so ein Ausblick, wie wir vorhin gesehen haben am Grand Canyon, wo du wunderbare Bilder machen kannst. Man bleibt jetzt wie lange in San Francisco? Wie viele Tage? Auch 2? 1 oder 2, ja. Ja, 17 Mile Drive, der darf natürlich auch nicht fehlen. Da kostet ja auch Eintritt. Der ist inklusive. Musst du bezahlen, wenn du die Straße fährst, Privatstraße. Echt? Ja, ja. So, der ist aber bei euch dabei. Der ist mit drin, ja. Okay. Ja, und da zum Beispiel hier im 17 Mile Drive, da hast du auch so ein paar Buchten, wo man halten darf und dann für so Fotos aufzunehmen zum Beispiel. Ne? Ich in Amerika. Cool. South. Ja, jetzt geht's Richtung Süden. Ich glaube, wir kommen dem Ende näher, oder? So langsam, ja. Wir Santa Barbara. Kommen wir dann noch. Also die in Santa Küste Barbara runter. war ich in einem Hotel. Ja. Ist Pacific Coast Highway. Wenn man den da unten lang fährt, dann siehst du irgendwie alles. Du kannst da überall anhalten. Alle Highway Leute Number bieten One, irgendwas ja. an. Ja. Highway Number One. Ja. Malibu. Ja, das darf auch nicht fehlen. Malibu Beach. Santa Monica Pier. Ja, da war ich schon 10-mal. Ja, damals. 1900, wann war ich denn da? 87 war ich da. Und danach noch einmal ihr Hotel im Norden von Los Angeles. Das wird das Hotel, wo wir... Ja, genau. Das ist direkt am Strand, da kommen noch gleich Bilder. Und da geht so eine Seebrücke raus und dann kann man das schön fotografieren. Die Leute, die sind dann traurig, oder? Nach den 14 Tagen, dass es Ja, es vorbei kommt ist. ja noch ein bisschen was. Wir haben ja noch Los Angeles und Hollywood, aber dann wird es dann irgendwann, die Philharmonie ist auch ganz toll in L.A. Das ist mal gut für einen Fahrer, weil da kann man direkt um die Ecke parken. Ach so. Ist es eigentlich so, dass du eine Spezialbescheinigung brauchst, für Amerika zu fahren? Du brauchst Oder? nur einen internationalen Führerschein und so eine Gesundheitsuntersuchung vorher. Als Busfahrer? Ja. Okay. Ja. Es sei denn, dass du dort natürlich drüben arbeiten würdest. Aber es ist ja sonst- so, Ja, klar. klar. Nach 6 Du- Monaten müsste man raus dann theoretisch. Der Muscle Beach. Ja, kann ich mich noch dran erinnern. Damals Filmarbeiten, die wollten mich in den Film packen. Damals. 18 war ich. Weil ich ganz neue Schuhe anhatte. Da hat der Regisseur gesagt, wieso hat der Junge da die neuen Schuhe? Und der die Skateboards da gefahren hat. Und da hat er irgendwie mit mir gesprochen, hat aber gemerkt, okay, das war lustig. Aber schon lange her. Ja. Ja, Venice Beach, die Lebenskünstler. Aber das muss man gesehen haben. Ja, Venice auf Beach, jeden Fall. Und jetzt gucken wir dann noch nach Hollywood. Was ja nicht fehlen darf, Walk of Fame. Ne? Ihr macht keine Villentour, oder? Das mit dem Bus durch die Villen? Du darfst nicht mehr überall fahren. Okay. Ja, wir sind damals mit dem normalen
Also man kommt schon Fahrzeug, vorbei im weitesten Sinne, aber vieles ist auch Privatstraßen und abgeriegelt. Und Einkaufen, Souvenirs? ja, hast du hier genug Zeit, ja. Genug Zeit. Ja. Was ist das? Ah! Mhm. So, das sind diese Beton-Eindrücke Genau. von den Stars aus Hollywood. Genau. Ja, Los Angeles Airport dann am Ende. Und dann geht's nach Hause. Da ist er. Start nochmal ganz von vorne. Warte mal, ich guck mal, wie wir das ganz nach vorne kriegen. Da steht, glaube ich, das Reisedatum drin. Aber man kann es, glaube ich, auf der Webseite sehen. Wenn du mal gerade Escape einmal drückst. Jawohl. Und dann gehen wir mal ganz kurz an die vorderste Folie. Hast dir ja große Mühe gemacht für die Präsentation. Dann machen wir die mal groß und dann können wir mal ein bisschen Werbung dafür machen. Also, ich habe dich nämlich eingeladen, weil ich gesagt habe, sowas wie dich, das findet man so schnell nicht wieder. Das ist außergewöhnlich, mit einem deutschen Komfortreisebus durch Amerika durch. 15 Tage Highlights im Südwesten der USA mit durchgehender Reisebegleitung von Familie Kilian. Ja, genau. Mit dem Kleinen. Mit dem Kleinen. Der ist auch dabei. Der muss. Deine Frau ist auch dabei. Ja. 25.8. bis 8.9. eventuell noch mehr. Also wenn ihr jetzt Interesse habt, du hast eine Webseite? Ja. Sag mal. Kilianreisen.de. Kilianreisen.de. So, dann machen wir vorne auf, dann können wir die abfilmen. Die steht, glaube ich, bei dir am Bus drauf, Ja, oder? ist nicht zu übersehen. Können wir mal zeigen. Und da gibt es wahrscheinlich auch einen von diesen blauen, schönen Trinkbechern. Nee. Ja, die haben wir tatsächlich für die Gäste, die jetzt mit waren bei unserem Donauschiff, am Zimmer gehabt am letzten Abend als Präsent. Auf dem Donauschiff wart ihr? Ja. Ist das schön? Ja, das ist ja auch so eine Besonderheit. Wir haben jetzt den 9. Vollcharter schon gehabt. Ja. Das heißt ein ganzes Schiff nur für unsere Gruppe. Ja. Und ja, das Macht Spaß. Das taugt uns. Ja, man geht halt ein bisschen ins Risiko. Je nach Schiff muss das so 170.000 bis 200.000 Euro ins Risiko gehen. Aber bis jetzt hat es immer funktioniert. Gut, komm, wir gehen mal raus und zeigen wir das mal. Also das haben wir gezeigt. Das ist der Lufthansa-Ofen in einem Setra Kässbohrer. Du öffnest mal die Tür mit Druckluft. Jawohl. Tanks hat der riesige Tanks, Drucklufttanks hier, oder? Drucklufttanks, sehr große. Ja, große Tanks, was ich gesehen habe. Du bist eben gestartet. Der hat das einfach so hochgehoben. In 0, nix war er oben. Ja, der hat ja 10 Bar Vorratsdruck und Ja. hat unzählige Tanks und da geht es in Sekunden schneller. So, wir drehen heute am, was haben wir heute, den 17., 18.? 20. 20. schon. Dann ist ja Weihnachten in 4 Tagen. So sieht's aus. So, am 25. große Verlosung bei uns. Ich hoffe, du hast es mitbekommen. Nein. 50.000 Euro mehr. Preise gehen am 25. live raus. Aha. Muss nur einschalten. Und ihr könnt mal auf die Seite gehen, www.kilian-reisen.de. Mit dem Christian. Deine Frau ist wie mit Vornamen? Bianca. Bianca und dem Matteo. Matteo. So, da steht er in Saarbrücken zum Beweis, dass wir in Saarbrücken sind. Ich zeige es euch gerade nochmal. Er hat nämlich mit dem Haufen hier meinen kompletten Eingang hier zugeparkt. Das muss ich mal sehen. 14 Meter. Das ist sensationell. So, ich gucke mal gerade hier rein. Also das ist wirklich viel. Und da steht's German Television. Und er hat gesagt, ich soll nicht das Heck filmen, denn da ist das Salz nämlich drauf, mitten im Winter jetzt zu filmen. Aber ich finde das spannend. Also das ist eine von den vielen Reisen. Und du guckst auch German Television ab und zu? Ja, situationsbedingt hatten wir ja 2 Jahre große Pause. Und dann bin ich auf German Television gestoßen, habe dadurch mein Wohnmobil gefunden und so einige Zubehörteile, die da empfohlen wurden. Und welches bist du am Fahren? Am Morello Home. Morello Home hast du? Ja. 9 oder? Ja. Okay, cool. Also es sei dir vergönnt, ja, denn kilianreisen.de, danke fürs Einschalten und danke für die tollen Informationen. Und jetzt gucken wir uns gleich ein zweites Video an, da geht's nach Argentinien und Chile. Argentinien und Chile. Eine spannende Reise. Gucken, vielleicht Amerika, Argentinien, Chile, mal schauen. Tschüss, danke. Tschüss.